Hallo ihr lieben Wissbegierigen und schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut. Ich habe heute wieder was Schönes für euch, nämlich eine Kaffeesatzpilzzucht. Wie das abläuft, das erkläre ich euch dann. Ich muss nämlich das Video nochmal von vorn drehen. Ich dachte zuerst, weiter stand Pilzzuchttöpfchen, dass es wirklich so ein kleines Töpfchen ist, aber schaut euch doch einmal den an. Also es steht drin, entweder 500 Gramm oder 700 Gramm. Ich glaube, ich habe den mit 500 Gramm bzw. 500 Milliliter. Es gibt 4 verschiedene Pilzsorten. Den Austernpilz, den Rosenpilz, den Zitronenseitling und, glaube ich, Champignon oder was das ist. Aber das sage ich euch jetzt gleich. Also auf jeden Fall ist es auf Bio aufgebaut. Ihr bekommt dann so einen, ja genau, da. Austernpilz, Rosenseitling, Bio, Bino und den Limonenpilz. Ich habe mich für den Limonenpilz entschieden, weil der soll ja auch nach Zitrone schmecken und nicht immer schlecht sein. Ewig lang könnt ihr das nicht aufheben. Hier zum Beispiel 6 Monate oder 5 bis 6 Monate höchstens. 6.9.23 ist Ablaufdatum. Bis dahin solltet ihr das erledigt haben. Und wir schauen jetzt erstmal rein, was da drin ist. Also da ist der Deckel. Das ist wie halt ein Untersetzer, nur dass da halt ein Loch drin ist. Dann habt ihr hier eine Anleitung drin. Dann haben wir hier die Pilzbrut. Wundert euch nicht, das schaut jetzt so nass aus. Es ist ja auch ein bisschen feucht. Es ist eher Gelee-artig. Es soll ja auch feucht bleiben, weil sonst keimt es nicht mehr. Zuerst haben wir gedacht, ist das Schimmel oder irgendwas? Nee, das ist der Pilzzucht. Und die, so wie sie jetzt ausschaut, hat sie schön durchgekeimt, was ein gutes Zeichen ist. Was ich irgendwie lustig finde, ist, dass der Deckel einfach mit so einem Pflaster abgedeckt ist, weil nämlich da drunter ist ein Loch drin. Das ist wichtig, damit das halt Luft bekommt und schön keimen kann. Und was ich ein bisschen schade finde, dass hier nicht dort steht, wie viel Gramm ist jetzt da drin. Genauso wie hier auf dem Topf. Naja, da ist der Rest von dem Deckel durchbohren. Da steht es jetzt leider auch nicht drauf, welche Größe es hat. Es hat hier unten Löcher drin. Was mich jetzt gerade wundert, weil ich müsste den doch dann irgendwo hinstellen, weil sonst fällt mir ja die Erde drunter. Deswegen habe ich mir nämlich zuerst gedacht, aha, das ist der Untersatzdeckel. Ist es aber nicht. Jetzt fällt mir das gerade wieder auf, dass wir da unten Löcher drin haben. Also sollte es doch am besten auf dem Untersetzer stellen. Mal schauen, ob ich noch einen finde. Weil ich wollte das jetzt da direkt drin mischen. Ich hole mir jetzt dann noch eine Schüssel. Oder sollte ich den vorher nochmal waschen? Ich glaube, den tue ich vorher nochmal waschen. Vorsichtshalber. Und das auch, dass das schön keimfrei ist. Das wäre es eigentlich. Und der Deckel kommt dann, wenn ihr das angesetzt habt, da rein. So, die Anleitung ist ja folgendermaßen. Ihr sammelt jetzt 2 bis 3 Tage einen frischen Kaffeesatz im Kühlschrank. Abgedeckt. Also ich habe jetzt eine Tupperschüssel hergenommen. Abgedeckt, sammelt da 2 bis 3 Tage. Und dann setzt ihr das erste an, die Erde. Und ihr müsst dann anhand eures Kaffeesatz dann von dieser Spezialbrut dann 15 bis 20% Volumenprozent dazu mischen. Die haben dann ein Beispiel reingeschrieben, also 500 Milliliter Kaffeesatz entsprechen dann ungefähr 75 bis 100 Milliliter Substratbrut. Ob das dann so klappt, das sehen wir dann. Wichtig ist, keimfrei zu arbeiten, also vorher die Hände waschen, am besten noch desinfizieren. Das tue ich jetzt auch nochmal auswaschen, vorsichtshalber. Und dann machen wir gleich weiter. So, ich habe schon einiges jetzt hergerichtet. Das schaut jetzt wild aus. Also ich habe Kaffeesatz ziemlich viel. Und wenn ihr hier seht, der ist so wie er sein soll. Er ist nur ein bisschen klumpig, aber er hat keinen Schimmel angesetzt und nichts. Das hat wirklich geholfen. Hier ist noch Reste vom anderen, was wir gesammelt haben. Das wird jetzt dann noch reingeschüttet. Wobei ich jetzt schon überlege, oh, das ist schon ganz schön viel. Also ich dachte zuerst, das kriege ich nicht zusammen, aber ich glaube, bei 2 Mal werde ich das schon zusammenkriegen. Auf jeden Fall heißt es mischen und dann 2 bis 3 Tage stehen lassen und dann erst wieder die nächste Schicht. Und das am besten auch in den Kühlschrank lagern. So, wir brauchen noch eine Waage. Wie setze ich das an? Jetzt muss ich erstmal schauen, wie viel Kaffeesatz habe ich denn jetzt eigentlich gesammelt. Und nach dem wird dann dieses Volumenprozent berechnet. Ich hoffe, dass es mit diesem Kaffeesatz auch funktioniert, denn in der Anleitung, ich habe nämlich gelesen, es ist am besten wäre das, wenn ihr das mit dem Kaffeefilter macht, damit noch genügend Bitterstoffe drin sind. Bei dem hier weiß ich es nicht, aus dem Automaten, wir probieren es mal.
Ich hoffe, es klappt. Wenn nicht, habe ich einen Fehler gemacht. Aber normalerweise dürfte es jetzt kein Problem sein. Dann haben wir unsere Waage. Das Schöne ist, ich kann hier, jetzt einen Moment, nach Milliliter. Ich habe jetzt hier nur eine Unterlage benutzt. Das muss auch genau wissen. So, jetzt tun wir das einmal da drauf. Jetzt müssen wir mal erst einmal schauen. Wir haben Milliliter auch irgendwo. Genau, Milliliter ist eh schon angegeben. Haben wir. Dann brauchen wir noch einen Taschenrechner. Und ich sollte mir dann nochmal die Hände desinfizieren, vorsichtshalber. So, wir nehmen jetzt den, der ist ein bisschen älter. Das wird dann jetzt gereinigt dann nochmal. 100. Von dem. Schauen wir mal, ob die Kaffeesorte auch Auswirkungen hat. Also 254. Durchmischen. Ist schön feucht. Und so soll es ja klappen. So. Wir haben 254. Könnt ihr das überhaupt sehen? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wir haben 252 oder 254. Schieben wir das hin. 253. Und jetzt sollte man da so viel reinmachen. So, jetzt wasche ich aber jetzt erstmal den Löffel ab, bevor ich das da reinmache. So, und ich nehme jetzt einen Taschenrechner zur Hilfe. Laut dem sollte man 50 dann dazu machen. Schauen wir mal, ob das dann so klappt. Oh. Riecht gar nicht mal so schlecht. Guckt euch das an. Oh, das riecht lecker. Jetzt schon. Also angeblich 50 Milliliter. Schauen wir mal. Wir stechen hier. Und hier schaut er gut aus. Da ist nichts drin. Das müsste... Oh. Ah. 303. Genau. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen. Oh. Ja, stimmt ja eigentlich, wenn man es genau nimmt. Weil da steht ja drin, ich habe knapp 250 von den 500 Milliliter. Und da steht auch bis 100 bei 500 Milliliter und ich habe genau die Hälfte, also 50. Jetzt tun wir noch ein bisschen was rein. Das heißt, ich müsste nochmal, dass ich circa die Hälfte habe. Und am Schluss dürfte eigentlich nichts mehr von diesem Substrat übrig bleiben. Also wir haben jetzt 313 Milliliter. 313 Milliliter. Ja, bin ja gespannt. Also laut meiner Berechnung müsste es klappen. Okay. Deckel zu. Hoffentlich machen meine Kinder nicht in der Zwischenzeit einen Blödsinn. Nicht anfassen. So, dann müssen wir das vermischen. Am besten wir reißen das ein bisschen auseinander. Keine Sorge, das fühlt sich total cool an. Als ob es einfach Stroh zerreißt oder irgend sowas. So, dann nehmen wir unseren Löffel wieder. Die Klumpen noch ein bisschen auseinander teilen da. Dann schütten wir dieses da rein. Andrücken, dass schön glatt ist. Vielleicht auch mit den Fingern kann man auch reindrücken. Oh, wie Kaffeesatz halt ist. So. Und die Feuchtigkeit müsste jetzt ausreichen, dass der wächst. Dann kommt der Deckel drauf, dann stellst du es auf die Seite. Raumtemperatur sollte 20 bis 25 Grad sein, damit die keimen. Ich habe jetzt festgestellt, in unserem Wohnzimmer sind gerade 21 Grad. Da wird er auch dabei hingestellt. Und dann sollte er in den nächsten 3 Tagen durchgequellt sein. Schauen wir mal. Und dann kommt in 3 Tagen die nächste Schicht drauf. Und dann gucken wir mal, wie weit er sich entwickelt hat. Aber so wie ich das jetzt sehe, muss ich mindestens noch mal 6 Tage machen. Wenn es dann voll ist, wird es an einen kalten Ort bei ungefähr 15 bis 18 Grad gestellt. Ich hoffe, dass das Wetter momentan so beständig bleibt, dass nicht zu heiß ist. Sonst wird der Keller auch ein bisschen wärmer. So, das war jetzt derweil der erste Schicht. Ich stelle das jetzt alles in den Kühlschrank und dann mache ich in 3 Tagen das nächste. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. So, es sind 3 Tage vorbei. Ich habe wieder Kaffeepulver gesammelt. Wir schauen uns das jetzt einmal an. Es hat geklappt. Wenn man hier genau reinschaut, ist da, wo dieses Pilzsubstrat war, hat sich da schon was angesiedelt. Also es ist
kein Schimmel. Definitiv nicht. Es hat geklappt bei ab 20 Grad. So, und jetzt sind wir soweit und machen wir die nächste Schicht. Und ihr seht jetzt hier, ist es schön feucht noch. Wir fangen jetzt dann wieder damit an, dass wir jetzt erst einmal das da reinschütten, was ich gesammelt habe. Dazu messen wir uns das jetzt nochmal schnell ab. Sicher ist sicher. Genau. Diesmal ist es weitaus weniger. Ihr seht es jetzt nicht, weil ich so einen großen Bottich genommen habe. Da stehen jetzt ungefähr 163 Milliliter. Dementsprechend müssen wir mal gucken, weil eben 500 Milliliter waren 100 Milliliter Substrat, 250 waren dann 50. Dann dürften jetzt 162, sagen wir mal so 30 sein. Also eine zweite Schicht, dritte Schicht, eine dritte Schicht geht auf jeden Fall rein. Dieses Pilzsubstrat. Ich mal da wieder eine gute Portion ab. So, das langt. Dann wieder verschließen, das brauchen wir dann nicht mehr. So, dann wieder schön auseinanderzupfen. Das hat vorhin auch mal geholfen beim letzten Mal. Und das fühlt sich jetzt diesmal schön kühl an. So, dann vermengen. Da wo das Substrat noch ein bisschen dicker ist, das noch mal vielleicht ein bisschen auseinander pflügen. Okay, man merkt schon, es ist ein bisschen weniger Kaffeepulver als letztes Mal. So, dann haben wir das jetzt soweit durchgemischt. So, dann nimmt man das einfach, nehmen wir das her, tun es runter. Und jetzt, ganz wichtig, nicht mehr vermischen, sondern so lassen und das da einfach draufschütten. Okay, wenn da ein bisschen was fehlt, ist jetzt nicht so schlimm. So, dann das hier schön verteilen, andrücken. So, jetzt ist ein bisschen mehr Substrat und weniger Kaffeepulver. So sieht es dann aus mit der zweiten Schicht. Also man sieht direkt, dritte Schicht passt noch drauf und wahrscheinlich eine vierte auch noch. Wahrscheinlich dann nur Abdeckung mit Kaffeepulver. So, nun heißt es wieder 3 Tage warten, 3 Tage Kaffeepulver sammeln im Kühlschrank und dann sehen wir uns bei der dritten Schicht. So, jetzt sind wir bei der dritten Auffüllphase. Jetzt beinahe vergessen. Wir schauen jetzt mal rein. Man sieht, es ist schön feucht. Man könnte es ein bisschen abschütteln. So, dann seht ihr, wie sich schön das entwickelt hat. Das ist schon schön durchsetzt mit dem Pilzgeflecht. Also kein Schimmel, sondern passt perfekt. Dann haben wir soweit alles richtig gemacht. Jetzt mache ich erstmal den Deckel drauf. Jetzt schauen wir nämlich erst, wie viel Kaffee ich habe. Und ich hoffe, dass wir es dann schaffen, den voll zu bekommen. Schauen wir mal, aber ich glaube es jetzt eher nicht. Also diesmal habe ich schon sehr viel gesammelt. 280. Na, schauen wir mal, vielleicht können wir das ganze Ding reinmachen. Gut. Ich denke mal, das reicht schon. Und beim nächsten Mal tun wir einfach eine Kaffeeschicht drüber. So, dann tun wir das Spielchen wieder. Man tut das jetzt auseinander pflücken. Dann einfach wieder die Mischung drauf geben. Na, vielleicht langt es sogar noch. Und da ganz am Schluss scheint es eher schimmelig zu sein. Den nehme ich raus. Weil das wollen wir ja nicht. Da war das anscheinend hier am Eck nicht ganz sauber. So, jetzt schauen wir mal. Mit Kaffee werde ich noch sammeln und dann werde ich noch eine Schicht Kaffee drauf machen und dann passt die Sache. Und immer schauen, wenn ihr hier irgendwas seht, was da nicht hingehört, lieber wegmachen, bevor sich da Schimmel bildet. Machen wir das jetzt gleich so. Wieder irgendwie eine Verunreinigung gewesen. Gott sei Dank war es nur hier oben. So schaut es jetzt aus. Ihr seht, es fehlt bis zum Rand. Fehlt nur noch eine Schicht Kaffee und dann müsste die Sache passen. So, Deckel wieder drauf. Und schon sind wir mit dem dritten Teil fertig. Ich schaue nochmal. Ja, da fehlt definitiv noch eine Schicht. Und dann
denke ich mal, kann man es dann in den Keller räumen. Dann gucken wir mal weiter. Jetzt habe ich ein kleines Update zu den Pilze vom Pilzmännchen, mein Limonenpilz. Also ihr seht es vielleicht hier schon. Okay, ihr seht es nicht. Hier ist der Deckel leicht angehoben. Es sind ja Pilze auch da durchgekommen. Es sind ungefähr 2 Wochen rum. Ja, ich habe es jetzt noch oben stehen gehabt und jetzt muss ich sie definitiv in den Keller tun, denn die, was hier durchgewachsen sind ein bisschen vertrocknet. Man sieht es hier. Ich glaube eher, weil die Luftfeuchtigkeit nicht mehr so passt hat, weil eben den Deckel so hochgehoben habe. Ihr seht es auch hier jetzt Risse. Vorher war das Pilzmyzel hier schön verbreitet. Da unten, glaube ich, ist auch genug drin, wenn ich so runterschaue. Es ist weiß drunter und ich habe jetzt hier schon ein bisschen Wasser drüber. Ich glaube, ich werde den hier noch ein bisschen einsprühen. Dann passt es. Auf jeden Fall schaut es etwa nach 2 Wochen so aus. Es hat gefruchtet. Schaut super aus. Jetzt werde ich es dann in den Keller stellen, dass der schön wachsen kann, weil hier sieht es ja, hier sind sie schon ein bisschen trocken. Also auf jeden Fall aufpassen, dass der genug Feuchtigkeit hat. Das ist natürlich, oben wächst er super, aber dadurch, dass er immer wärmer wird, ist der Feuchtegehalt nicht mehr so hoch. Das ist jetzt mein Update. Jetzt bin ich gespannt, wann ich das Video euch zeige. Ob das jetzt bei dem bleibt und ich tue euch dann nur ein Bild oben rein von den Pilzen. Von denen bin ich schon sehr begeistert, wie groß die jetzt schon geworden sind. Vorher waren es so mini. Eigentlich wäre jetzt mein Video fertig gewesen. Wie ich euch gesagt habe, war die erste Welle oder Runde, hat es bei mir nicht überlebt, die sind eingegangen. Weil ich habe sie dann nach 3 Wochen, dachte ich mir, wo es oben ein bisschen trocken geworden sind, haben sie es in den Keller runter, sie haben es nicht überlebt. Ich habe dann die Pilze erstmal rausgemacht und habe dann Löcher in die Kaffeepulvererde und den Rhizem reingestochen und etwas gewässert. Und dann dachte ich mir, weil es im Keller anscheinend doch nicht das richtige Klima hatte, stelle ich es wieder ins Wohnzimmer, weil da sind sie ja gut gewachsen. Und dann habe ich bemerkt, dass hier unten aus dem Topf, die Pilze jetzt rauswachsen, statt oben. Interessant. Ich mache es jetzt so, ich besprühe die jetzt immer ein bisschen mit Wasser, dass sie ja schön feucht bleiben, damit hier eben das Klima gleich bleibt. Anscheinend passt es denen hier im Wohnzimmer, obwohl es draußen wärmer wird. Aber wir schauen halt, dass hier nicht wärmer wird als 25 Grad. Scheint denen Pilze zu passen. Wenn man hier da oben reinschaut, schauen die mittlerweile so aus. Hier seht ihr auch ein paar Löcher. Die sind mittlerweile wieder schon langsam zugewachsen. Hier sind so kleine Knöllchen sind jetzt gewachsen. Wie soll ich sagen, man riecht auch diesen Pilzgeruch. Recht schön. Also oben haben wir jetzt hier solche komischen Knöllchen. Und unten sind eben wieder die Pilze rausgewachsen. Interessante Sache. Das Schöne daran ist, ihr könnt die stündlich beobachten, denn die sind in 24 Stunden sind die so groß gewachsen. Gestern auf Nacht waren das so mini kleine Knöllchen und über den Tag haben sich diese Pilze entwickelt. Das ist Wahnsinn, wie schnell es gegangen ist. Ich lasse jetzt noch ein bisschen wachsen, weil die sollen noch eine stattliche Größe bekommen und dann tun wir die abernten und schauen mal, ob da nochmal was wächst. Also es kommt definitiv aufs Klima drauf an. Ihr müsst schauen, passt es bei euch im Keller oder im Wohnzimmer, eben wo die Luftfeuchtigkeit auch noch passt. Und hierbei, die trocknen halt schnell aus, schaue ich halt, dass ich sie regelmäßig befeuchte. Nicht zu nass und nicht zu trocken, scheint jetzt zu wirken, aber jedenfalls jetzt momentan ein toller Erfolg. Wir kommen jetzt zu meinem Fazit von den Pilze. Ich zeige es euch jetzt kurz, weil ich lege sie jetzt gleich wieder in den Gefrierschrank, weil die tauen mir hier nämlich schon bei der Wärme. Ich habe es jetzt noch einen Tag wachsen lassen und jetzt habe ich die bei so einer Größe abgeerntet, unten komplett. So war das Ergebnis. Einen kleinen Beutel habe ich erhalten. Bei der einen Tüte ist jetzt leider geblieben. Ich habe jetzt den nochmal oben stehen. Ich habe das so gemacht wie bei der ersten Welle, wo es mir nichts geworden ist. Habe es jetzt auch nochmal Löcher reingestochen, wieder gewässert, unten wieder abgeschüttet, dass ja nicht Erstaunisse entsteht. Und die steht jetzt derweil in meinem Wohnzimmer. Es hat sich bis jetzt nichts mehr getan. Ich glaube, denen ist jetzt zu warm. Oder es ist eben praktisch dieses Myzel jetzt erschöpft. Schöne daran ist, wenn es jetzt
vorbei ist, diese Erntezeit. Ihr könnt jederzeit über Pilzmännchen ein neues Substrat holen und den Topf aufheben und nochmal von vorne anfangen. Wenn ihr euch an die Anleitung hält, kann euch nichts passieren. Ich habe dann gesehen im Nachhinein, dass ich doch einen kleinen Fehler gemacht habe, dass ich nämlich die Pilze besprüht habe. Das soll man eigentlich nicht machen, weil wenn du diese Sprühflasche benutzt, die könnte auch Verunreinigung beinhalten. Also immer am besten frisches Wasser jeden Tag träufeln und solche Sachen und eben drauf schauen, dass sie nicht zu nass sind. Also bei mir hat es einen kleinen Erfolg gegeben. Bin überrascht. Was ich feststellen musste, eben es hängt komplett bei euch vom Klima ab. Ihr müsst es eben ausprobieren. Man kann es jetzt nicht sagen. Entweder taugt es bei euch dann im Keller oder lieber im Wohnzimmer. Ich habe mir überlegt, das wäre vielleicht eher was für den Winter zum Ansetzen. Da ist nicht so hell, da ist besser dunkel und nicht zu heiß. Gut, es könnte natürlich auch zu kalt werden. Ich denke mal so, um die Frühjahrszeit ist es ideal. Soll es aber eigentlich auch über das ganze Jahr funktionieren. Bei mir hat es eben so ausgeschaut. Ich habe jetzt nur ein kleines Tütchen zusammenbekommen. Das macht nichts, weil zum Ausprobieren reicht es. Ich lasse das jetzt dabei meinen Kaffeesatz oben stehen und wenn ich sehe, der wird schlecht oder verschimmelt oder sonst irgendwas, dann tue ihn lieber weg, weil das bringt nichts. Ich habe auch gelesen, dass man dieses Substrat unter manchen Bedingungen auch im Garten auspflanzen kann, wobei das mit dem Kaffeesatz eben passieren kann, dass es mit Mehl schon aufgebraucht ist, dass es draußen dann nicht mehr funktioniert. Das war mein Produkttest zum Pilzmännchen. Ich war ja am Anfang etwas skeptisch, ob das tatsächlich so bei uns hinhaut, eben ob diese Temperaturen bei uns passen. Aber ihr habt gesehen, hat hingehauen und ich kann das euch nur empfehlen, mal selbst auszuprobieren, wenn ihr Interesse daran habt, Pilze selber zu züchten. Hat euch das Video gefallen? Dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Abo dalässt. Die Benachrichtigungsglocke nicht vergessen, dann seid ihr über neue Videos bei mir informiert. Bis demnächst, eure Petra.